Pauls Geburtstagsparty. Paul ist 10 Jahre alt. In 2 Wochen hat er Geburtstag. Er plant eine Geburtstagsparty in seinem Garten. Seine Eltern helfen ihm. Paul schreibt Einladungen für seine Freunde und Klassenkameraden. Er malt bunte Luftballons und schreibt: „Kommt am Samstag um 15 Uhr. Er ist aufgeregt. Seine Mutter fragt: „Welche Spiele willst du machen?“ Paul überlegt: „Wir könnten Dosen werfen, Topf schlagen und Fußball spielen.“ Sein Vater nickt. „Gute Idee, wir haben genug Platz im Garten.“ Außerdem plant Paul einen kleinen Kuchenwettbewerb. Seine Mutter lacht: „Mal sehen, wer den besten Kuchen backt.“ Ein Tag vor der Party kauft Paul mit seinem Vater Dekoration. Sie gehen in einen Supermarkt und finden bunte Girlanden, Papierhüte und Luftballons in verschiedenen Farben. Paul nimmt auch Servietten mit Fußballmotiven, weil er Fußball liebt. Zu Hause hängen sie die Girlanden im Wohnzimmer und im Garten auf. Alles sieht schon sehr festlich aus. Am nächsten Tag fährt die Mutter zum Wochenmarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Paul geht mit. Sie nehmen Erdbeeren, Bananen und Trauben, dazu ein paar Karotten und Gurken für einen kleinen Snack. Im Supermarkt holen sie Getränke: Limonade, Saft und Wasser. Paul wünscht sich auch ein bisschen Schokolade für die Torte. Zu Hause beginnt die Mutter mit dem Kuchenbacken. Paul darf helfen. Er rührt den Teig und gibt ein paar Schokostückchen hinein. Dann stellt er die Backform in den Ofen. Während der Kuchen bäckt, duftet es im ganzen Haus. Paul ist schon ein bisschen hungrig, aber er muss warten. In der Zwischenzeit macht der Vater noch einen Obstkuchen. Paul denkt: „Wir werden viele leckere Sachen haben.“ Es ist Samstagmorgen, der Tag der Party. Paul steht früh auf. Er hilft seinem Vater, im Garten eine kleine Torwand aufzubauen. Dann stellen sie einen Tisch mit Plastiktellern und Bechern auf. In einer Kühlbox liegen Getränke. Die Mutter legt Servietten und Besteck bereit. Paul überprüft die Spiele: Dosen, Fußbälle, Töpfe. Alles ist fertig. Um 15 Uhr klingelt es. Tims Eltern bringen Tim mit einem Geschenk. Tim ist Pauls bester Freund. Er sagt: „Herzlichen Glückwunsch, Paul!“ Dann kommen auch Lisa und Jonas, 2 Klassenkameraden, mit bunten Geschenktüten. Paul freut sich und sagt: „Schön, dass ihr da seid.“ Die Eltern der Kinder trinken kurz einen Kaffee mit Pauls Eltern. Danach gehen sie wieder und lassen die Kinder feiern. Paul beginnt die Party mit Dosenwerfen. Er hat 10 Blechdosen aufeinander gestapelt. Jeder darf 3-mal werfen. Tim wirft zuerst und trifft 5 Dosen. Lisa trifft sogar 7. Paul versucht es zuletzt und schafft 8 Dosen. Die Freunde lachen und jubeln: „Wow, Paul, du hast gewonnen!“ Nach dem Dosenwerfen spielen sie Fußball. Paul teilt 2 Teams ein. Team 1: Paul, Lisa und Jonas. Team 2: Tim, Anna und Felix. Der Vater ist Schiedsrichter. Das Spiel ist lustig und spannend. Lisa schießt ein Tor, dann Tim ein Tor. Zum Schluss steht es 2:2. „Ein Unentschieden“, sagt der Vater. Alle sind zufrieden und ein bisschen erschöpft. Jetzt machen sie eine Pause. Die Mutter bringt einen Teller mit Obstspießen: Erdbeeren, Trauben, Melonenstücke. Außerdem gibt es Gemüsesticks mit Dip. Die Kinder schmatzen begeistert. Jonas sagt: „Das schmeckt besser, als ich dachte.“ Paul trinkt eine Limonade und fühlt sich großartig. Als nächstes kommt Topfschlagen. Die Mutter bindet Paul die Augen mit einem Tuch zu. Auf dem Boden steht ein Topf mit Bonbons darunter. Paul kriecht mit einem Kochlöffel herum und klopft. Seine Freunde rufen: „Wärmer, wärmer, heiß!“ Als er den Topf trifft, jubeln alle. Jetzt sind die anderen dran. Jeder bekommt ein paar Bonbons als Belohnung. Jetzt kann Paul endlich seine Geschenke öffnen.
Tim hat ihm ein neues Fußballtrikot gekauft. Lisas Geschenk ist ein Buch über Weltrekorde. Und Jonas schenkt Paul ein Gesellschaftsspiel. Paul ist begeistert. »Danke, das sind tolle Geschenke!« Er umarmt seine Freunde. Die Mutter ruft, »Jetzt kommt der Geburtstagskuchen!« Sie bringt eine große Torte mit Schokoladenglasur und Kerzen. Alle Kinder singen »Happy Birthday« auf Deutsch. Zum Geburtstag viel Glück. Paul pustet die Kerzen aus und wünscht sich still etwas. Dann schneidet er die Torte an. Jeder bekommt ein Stück. Die Torte schmeckt super. Nach dem Kuchen gehen die Kinder ins Wohnzimmer. Dort hat Paul sein neues Gesellschaftsspiel. Katz und Maus. Sie teilen sich in 2 Gruppen. Die Regeln sind einfach und alle haben Spaß. Tim lacht laut, weil Paul ein Feld zurück muss, und Lisa ruft, »Haha, jetzt gewinne ich!« Am Ende gewinnt aber Jonas' Team. Der Vater ruft die Kinder zurück in den Garten. Dort steht ein kleines Trampolin, das Paul noch gar nicht kannte. »Überraschung«, sagt die Mutter. »Das ist dein Geburtstagsgeschenk von uns.« Paul staunt. »Wow, ein eigenes Trampolin. Danke, Mama, danke, Papa.« Sofort probieren sie es aus. Alle hüpfen nacheinander und lachen. Die Mutter hat eine Kamera und macht viele Fotos. Lisa springt in die Luft. Jonas macht eine lustige Pose und Tim tanzt auf dem Rasen. Später werden sie die Fotos anschauen und vielleicht ein kleines Fotoalbum machen. Paul denkt, das ist der beste Geburtstag meines Lebens. Lisa spielt ein bisschen Gitarre und hat sie mitgebracht. Sie setzt sich auf einen Stuhl, die anderen Kinder setzen sich im Kreis. Lisa spielt ein einfaches Lied und Paul klatscht im Takt. Dann singt Jonas spontan eine Melodie dazu. Es klingt ein bisschen schräg, aber alle haben Spaß und applaudieren danach. Mittlerweile ist es schon Abend. Ein paar Kinder müssen nach Hause, aber Tim und Jonas bleiben länger, weil ihre Eltern später kommen. Sie trinken noch eine heiße Schokolade und spielen ein Kartenspiel namens Uno. Paul gewinnt 2-mal und Tim meint scherzhaft, »Du hast doch bestimmt geschummelt.« Aber natürlich lacht er dabei. Gegen 19 Uhr kommen die ersten Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Lisa verabschiedet sich und sagt, »Danke, Paul, das war eine super Party.« Jonas fügt hinzu, »Ich komme gerne wieder.« Gemeinsam räumen sie noch schnell die Teller und Becher auf. Paul und Tim stapeln die Stühle. Die Mutter wischt den Tisch ab. Der Vater leert die Mülleimer. Um 20 Uhr ist das Haus wieder still. Paul sitzt mit seinen Eltern auf dem Sofa. »Wie war dein Tag, mein Schatz?« fragt die Mutter. Paul sagt, »Perfekt, ich bin so glücklich, danke für alles.« Der Vater legt den Arm um ihn. »Gern geschehen, wir freuen uns, dass du glücklich bist.« Paul gähnt und streckt sich. Bald geht er ins Bett und träumt von seiner Geburtstagsfeier und den vielen schönen Momenten.